merke schon, ich bin leicht rostig, ja. Also, Rückblick 2018, war das Ganze positiv oder ist das Ganze negativ für Krypto? Was heißt es vielleicht auch für die nächsten Jahre? Ich werde jetzt nicht darauf reingehen, dass jeder Bitcoin schon 1000 Mal für tot geheißen hat, sondern lass uns wirklich versuchen, so ein paar Dinge rauszugreifen, nicht irgendwelche einzelnen Events, nicht jetzt auf irgendwas drauf zeigen, sondern vielleicht wirklich so einen generellen Tenor über 2018 drüber zu legen und da ein bisschen zu reflektieren und zu überlegen, ist es gut, ist es schlecht, ist es destruktiv für das Ökosystem oder ist es eigentlich genau das, was es jetzt zur Zeit gebraucht hat? War das jetzt so diese wirklich krasse Phase? Für mich, wenn wir jetzt einfach mal so drüber schauen, rein finanziell war natürlich 2018, glaube ich, für 99,9% der Investoren nicht sehr gut. Ich glaube, es gibt keinen, der vor einem Jahr irgendwie in Krypto investiert hat, der heute im Vergleich zu einem Jahr irgendwie Plus gemacht hat. Ganz im Gegenteil, die meisten haben wahrscheinlich wirklich fette Verluste gemacht, inklusive mir auch. Natürlich, Verluste sind nicht da, bis man sie nicht realisiert, glaube ich auch klar. Deshalb, und das ist ja auch immer so ein bisschen vielleicht so ein kleines Ding, also viel leichter in Sachen zu investieren, wo man nicht tagtäglich irgendwelche Updates sieht, sondern wo man, ja, keine Ahnung, wie bei einer Immobilie zum Beispiel, nicht immer weiß, okay, es geht um 300 Euro rauf, 300 Euro runter, sondern dass das halt irgendwie so ein bisschen verzerrt bleibt. Für mich war 2018 von meiner Prognose her, war ich teilweise richtig, lag ich teilweise richtig, teilweise falsch. Das Falsch für mich ist eher ein Zeithorizont. Ich habe mir nie gedacht, dass wir so lange brauchen, bis sich der Markt wieder erholt. Wir haben wirklich diese Eiszeit erlebt, von der ich oft gesprochen habe, von der ich mir nicht gedacht habe, dass wir jetzt die 2018 so krass sehen werden. Für mich war die Prognose, wir werden 2018 die 5.000 bei Bitcoin sehen, aber auch die 50.000. Und die 5.000 haben wir definitiv gesehen, von den 20.000 runter, aber die 50.000 nicht mehr. Und warum haben wir die noch nicht gesehen? Und ich sage wirklich mit Absicht noch, denn ich bin langfristig sehr, sehr, sehr bullish und sehr positiv, was Kryptowährungen und vor allem Dezentralisierung angeht. Aber warum haben wir die noch nicht gesehen? Und das sind vor allem 3 Dinge. Das erste, und das hatten wir jetzt gerade wieder in den letzten Tagen, der Bitcoin-ETF. Mittlerweile ist der seit fast 2 Jahren im Gespräch, vielleicht sogar schon ein bisschen länger, aber wirklich seit 2 Jahren sehr, sehr, sehr intensiv im Gespräch. Und ich war eigentlich vor einem Jahr total optimistisch, dass wir den 2018 sehen werden. Mittlerweile bin ich sehr pessimistisch, dass wir den überhaupt 2019 sehen werden. Einfach weil viele Sachen da noch nicht so rund laufen, wie die vielleicht rund laufen sollten. Dann war das nächste Mal die Security Token Offerings. Da war für mich, ich habe mir gedacht, da sind wir viel schneller, da sind wir viel progressiver, vor allem auch was Plattformen angeht, Exchanges angeht, von Security Tokens. Jetzt fangen die allerersten an, das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und ich weiß, da gibt es einige tolle Projekte, auch in Deutschland, rund um Neufund und so weiter. Das sind wirklich tolle Sachen, die da ja arbeiten, in der Schweiz, weltweit. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist sehr, sehr, sehr positiv. Aber klar, jeder hat sich gedacht, das wird alles schon 2018 passieren, hat nicht getan. Und das dritte war einfach vielleicht ein bisschen Aufwachen von den ganzen Use Cases. Egal, ob es um dezentralisierte Exchanges geht, auch etwas, wo ich mir gedacht habe, das wird viel schneller, viel rascher passieren. Die ganzen dApps, gut, das ist jetzt vielleicht nicht etwas, wo ich mir gedacht habe, das wird viel schneller gehen, aber einfach, wenn man sich die Nutzerzahlen auch anschaut, es ist schockierend, wie lang hier die Adoptionszeiten sind von den Leuten. Und ich habe da eine Präsentation auch bei mir am Video oben, ist von einer Keynote über die nächste Blockchain-Application, die Killer-Blockchain-Application, und da rede ich auch über Nutzerzahlen. Und das ist echt krass, wenn man sich da anschaut, das sind teilweise 50 Leute, die eine Applikation nutzen. Und das ist wirklich gar nichts. Und das heißt nicht, dass das jetzt nie so kommen wird, aber das ist einfach so der Grund, was da jetzt alles passiert ist. Und das ist natürlich schon mal der allererste Punkt. Das ist jetzt so ein Symptom. Und natürlich als Arzt hat man immer Ursache und Symptom. Und die Leute sehen natürlich das Symptom. Und das Symptom ist, wir waren vor einem Jahr gerade bei Bitcoin auf 20.000. Die ganze Marktkapitalisierung war, ich glaube, auf 800 Milliarden zum Höchstpunkt. Und ist dann runtergecrashed, die Marktkapitalisierung knapp auf 100 Milliarden. Also im Schnitt rechnet man sich runter, ja, keine Ahnung, 80-85% runtergecrashed. Und Bitcoin auch um minus 75%, teilweise noch viel mehr, minus 80%, minus 85%. Und natürlich ganz viele der Altcoins, die ja noch volatiler sind, und einfach weniger Marktkapitalisierung kriegen, ist weniger Leute, die haben natürlich noch krasser darauf reagiert. Und jetzt ist natürlich die große Frage, und das ist eine Frage, die ich jetzt gerade in den letzten Tagen von ganz vielen Presseoutlets auch schon Ende letzten Jahres gehört habe oder bekommen habe: Julian, was ist mit dem ganzen Crash? Wird sich das alles aus dem Crash erholen? Und da ist etwas, das ist ganz interessant, und das ist mir das allererste Mal aufgefallen, also ich bin 2014 in den Markt rein,
Und das ist mir 2015 ein bisschen aufgefallen. Und Ende 2015, hat Bitcoin die $500 circa erreicht. Und Ende 2014 war es so bei 250. Und da haben wir gedacht, das ist schon interessant, so 250, verdoppelt. Und da habe ich so mal nach unten gezogen, bis runter, bis zum ersten Mal wirklich Preise so da waren. Das war halt erst 2010, davor war das relativ schwer, für Bitcoin überhaupt einen Preis zu bestimmen. Und dann merkt man, dass sich da relativ, der Preis wurde es zum ersten Mal, so 2011, ist es dann von $1, es ist dann relativ schnell nach oben gezogen, das muss man natürlich fairerweise sagen. Aber ich habe so gemerkt, dass sich so eine Linie ziemlich ziehen lässt. Und haben mir gedacht, gut, das wird sich wahrscheinlich so pro Jahr immer verdoppeln. Und das ist einfach klar, der Mensch, gerade Charttechnik, geht man her und denkt sich, okay, lass uns rückblickend irgendwie was für die Zukunft sehen. Und dann haben wir gedacht so, gut, wir werden wahrscheinlich Ende 2016 bei 1000 sein, oder? 250, 500, 1000. Und siehe da, meine interne Vorhersage, dass wir Ende des Jahres bei 1000 sein werden, die war fast spot on, weil Ende 2016 waren wir wirklich fast bei 1000. Und dann haben wir gedacht, boah krass, das wird wahrscheinlich so weitergehen. Und wer Anfang 2017 von mir mal ein Video gesehen hat, was erwarte ich für das Jahr, und ich werde das für dieses Jahr auch machen, nicht in diesem Video, ich werde in der folgenden Videos, werde ich auch meine persönliche Erwartungshaltung, und das ist, vielleicht wird immer ein bisschen missverstanden, das heißt nicht, dass das ist das, was passieren wird. Das ist nicht das, was du machen sollst, sondern es ist wirklich, ich gehe hinein und denke mir, das sind die Dinge, die vielleicht dieses Jahr passieren können, aufgrund von diesen Faktoren, und könnten natürlich aber auch anders sein, das ist ja auch immer ganz klar, aber warum und mit welchen Wahrscheinlichkeiten? Und Anfang 2017 habe ich dann gesagt, Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich bei $2000 sein bei Bitcoin. Der Grund war einfach, weil ich diesen Trend irgendwie gesehen habe. Naja, ich war komplett fetzenfalsch, weil Bitcoin war Ende 2017 auf 20.000. Und ich habe mir gedacht, okay, Julian, eines Besseren belehrt, wird wahrscheinlich doch nicht so gewesen sein. Naja, was aber passiert ist, und ich habe da auch relativ gute Marktdaten dafür und auch ganz viele Analysen und Recherchen deuten darauf hin, dass einfach Ende 2017 der Markt unglaublich überhitzt war. Und dass eigentlich die 2000 gar nicht so schlecht gewesen wären. Und wenn man das jetzt weitergezogen hätte, wir sind Ende 2018 ziemlich genau bei 4000 angekommen. So, ist natürlich eines klar, rückblickend hat jeder die riesengroße Fensterscheibe. Rückblickend, im Englischen sagt man immer, hat man 2020, also 0 Dioptrien. Und das ist natürlich einfach, das kann jeder. Und jetzt die einfache, logische Prognose wäre zu sagen, Ende 2019 stehen wir bei 8000. Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt sage, ich werde mal in einem anderen Video darüber sprechen. Aber was für mich viel wichtiger ist, 2018 war nicht ein Crash für mich. 2018 war nur die Kompensation von dem, was 2017 zu viel passiert ist. Und das ist zwar vom Preis her natürlich ein Crash, aber von der ganzen Entwicklung, von den Firmen her, von was in der Industrie passiert ist es genau passiert. Es ist einfach nur weitergegangen. 2018 war unglaublich ein Fortschritt für ganz viele Firmen, für ganz viele Technologien. Im Bitcoin wurde viel weiterentwickelt. Lightning hat sich deutlich weiterentwickelt. Viele Firmen sind von Startups Schritt für Schritt zu Firmen geworden. Klar, manche mussten Leute kündigen, manche Teams mussten sich von Leuten trennen. Aber grundsätzlich merkt man, wie Produkte rauskommen, wie es weitergeht, wie auch immer mehr der Drang hin ist zu wirklichen Use Cases. Ganz spannend, ich war in den letzten paar Tagen hier in Singapur, habe mich mit einigen Investoren getroffen, mit VCs, mit Inkubatoren, mit Accelerators. Und wenn ich mit denen rede und mir so die Zahlen anschaue, wie viele Blockchain-Firmen sind zurzeit in Singapur, woher kommen die, wie viele Prozente, dann ist ganz interessant, wie sie sagen, dass 2018 ein totaler Rückgang war von Firmen, die im reinen Kryptobereich drinnen sind, also rein Fintech. Und hin zu Blockchain-Dezentralisierung in ganz vielen anderen Use Cases, wo es eben jetzt darum geht, Use Case wirklich ein Problem zu lösen, und sonst werden die gar nicht aufgenommen. Und da merkt man halt, wie jetzt wirklich ein Fokus auch darauf ist, dass es eben nicht nur einfach geht, ja, wir machen Blockchain, sondern, okay, welches Problem will man lösen? Und dass hier gerade letztes Jahr ein riesengroßes Umdenken gekommen ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das erinnert mich, und das bringt mich jetzt vielleicht so zum zweiten großen Punkt. Also erster Punkt, es war wahrscheinlich nicht der Crash, es war zwar vielleicht die Bubble ist geplatzt vom Preis, aber es war definitiv kein Crash oder ein Rückgang von der ganzen Industrie. Ganz im Gegenteil. Wir haben weiterhin dieses exponentielle Wachstum von der Substanz. Und davon bin ich sogar mehr als überzeugt. Das Zweite ist aber, ich glaube, dass wir etwas Ähnliches sehen wie 2014, 2015, vor 4-5 Jahren. Und das war die Zeit, wo ich in Blockchain reingekommen bin. Und dort war das auch schon mal, wo Bitcoin irgendwie totgesagt wurde, weil ja, das ganze Währungsthema ist tot. Und damals kamen halt sozusagen Ethereum auf mit den ganzen dApps. Und das war die nächste Evolution. Und jetzt ist vielleicht genau das, wo man jetzt wieder hergeht und sagt, okay, es braucht andere Use Cases.
Jetzt könnt ihr mir wieder sagen, ja okay, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird, genau das, was in den letzten Jahren war, Riesenhype und danach kollabiert wieder alles. Wenn man aber dann zurückschaut, und ich habe viele Bücher jetzt gelesen und ich werde dann einige Buchpräsentationen auch bei meinem Kanal machen, gibt es ganz spannende Bücher zu der ganzen Dotcom-Zeit. Zum Beispiel ein Buch, was ich gelesen habe, Boohoo.com oder Boohoo heißt das Buch, die Firma heißt Boo.com, .con, also D-O-T-C-O-N. Und es ist ganz spannend, wenn man diese Wellen sich anschaut, was im Online, im .com-Bereich passiert sind. Und wenn man das rüberlegt auf Blockchain und Dezentralisierung, dann merkt man ganz viele Ähnlichkeiten. Und dann sieht man so, dass meistens so die dritte, vierte Welle dann die ist, wo dann wirklich Substanz daherkommt, wo dann Firmen dahergekommen sind wie Facebook. Und das ist sehr spannend, sich das ein bisschen anzuschauen. Und ich glaube, dass etwas sehr Ähnliches jetzt auch passieren wird. Ich habe das ja auch gesehen, wie viele Firmen jetzt 2018 gestartet sind, irgendwie einen neuen Fokusgericht bekommen haben. Wenn ich mir hier in Singapur das anschaue, was ich in der Schweiz zurzeit mitbekomme, ganz viele tolle Firmen, die wirklich neue Sachen abprobieren, die von Substanz her das Ganze machen. Und da glaube ich, dass das jetzt genau das kommen wird. Weg von eben diesen ganzen schnellen Snap irgendwie Use Cases hin zur Substanz. Und 2018 war hier, glaube ich, ein wichtiges Jahr, denn auch wenn es viel ausgewaschen hat, so dürft ihr eins nicht vergessen, es sind ganz viele von den großen Projekten, die hier absolut an Substanz aufgenommen haben. Viele von den Communities wurden die reinen Hyper wurden rausgewaschen und jetzt sind ganz viele da, die auf jeden Fall auf Substanz sind. Und da muss man auch, und das ist auch ein Projekt, mit dem ich auch immer so ein bisschen Hin-und-Her-Relationship gehabt habe, nämlich IOTA, da muss man zu IOTA jetzt auch einfach sagen, IOTA hat sich da unglaublich verbessert, sind unglaublich nach vorne gegangen. Viele von den Blogbeiträgen, die ich sehe, geht es um Substanz, geht es um Problemlösung. Und das ist etwas, das zeigt einfach, wie schön das einfach nach vorne geht, Step by Step, Schritt für Schritt. Und das sieht man in vielen Projekten. Und das ist, glaube ich, etwas, was 2018 bei ganz vielen einfach ein Umdenken gemacht hat, weil eben nicht mehr alles nur um den Preis gegangen ist, sondern viel um die Substanz, viel von den Engineers gekommen ist, von Developern und viel, wo eben Technik dann im Hintergrund schlussendlich war. Das war, glaube ich, etwas, das ist ganz wichtig und das stimmt mich sehr positiv und das sehe ich wirklich hier absolut als gut. Ich glaube, der dritte wichtige Punkt war, dass einfach auch Mining vielleicht ein bisschen mehr Realität zu dem Ganzen bekommen hat. Dass Mining eben nicht mehr so profitabel war und dass gerade in diesem Bereich, und das ist, glaube ich, mir auch ganz wichtig, dass ganz viele Scams und ganz viele Abzocken in diesem Bereich einfach wirklich eines drüber bekommen haben und dass viele Leute hergegangen sind und gesagt haben, okay, das hat in den letzten Jahren funktioniert, einfach weil alles nach oben gegangen ist, aber eigentlich ist kein solides Businessmodell dahinter. Und das war, glaube ich, ganz wichtig und was ich zurzeit ein bisschen merke und wenn das jetzt ein bisschen ausartet, dann werde ich auch ein paar Videos drüber machen. Ich sehe zurzeit wieder solche MLMs im Investmentbereich, im Investment-Schemes, die wirklich immer irgendwelche utopischen Gewinne versprechen, die glauben, dass sie irgendwelche Trading-Insights haben. Und das ist auch etwas, Leute, da müsst ihr einfach ganz besonders aufpassen, gerade als Community. Es ist so etwas Wichtiges, dass solche schwarzen Schafe rausgepickt werden. Es wird immer wieder versucht. 2018 hat es viel ausgewaschen. Da muss man darauf schauen, die kommen immer wieder zurück und dass bei sowas drauf aufgepasst wird. Also diese ganzen Scams, diese ganzen Online-MLMs, sehr aufpassen, wenn es um diesen ganzen Bereich geht. Etwas, was 2018 auf jeden Fall passiert ist, vierter Punkt, war die positive Regulation. Klar, es gibt immer Länder, die sich vertun, die sich vielleicht in die falsche Richtung gehen, aber wenn man summa summarum hinschaut, dann ist 2018 ein sehr positives Jahr. Viele Grundsteine sind gelegt worden für das, was in Zukunft passieren soll. Liechtenstein, unglaublich optimistisch. Ich bin in Österreich, unglaublich optimistisch. Deutschland, Schritt für Schritt geht alles in die richtige Richtung. Amerika, immer so dieses riesengroße, wankende Pferd oft, weiß man oft nie, in welche Richtung gehen die. Aber, auch wenn jetzt zum Beispiel der ETF immer wieder abgelehnt wird, so ist doch auch in den USA ein Schritt, der immer wieder nach vorne geht. Wobei, ich muss fairerweise auch sagen, viele Freunde von mir, die Unternehmen in Amerika haben, schauen viel mehr über den Globus hinaus, über den Tellerrand hin und sagen, okay, wo könnte man denn sonst noch das eigene Business aufbauen? Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo man als Amerika immer ein bisschen sagen muss, aufpassen, aber das ist auf jeden Fall ein wirklich guter Freund von mir, ein Mentor für mich, wohnt in der Karibik, hat ein wirklich schönes Haus auf Grand Cayman und der erzählt mir, was
dort abgeht und dass diese ganzen Updates überhaupt teilweise nicht nach außen getragen werden, weil oft diese Inselgruppen immer sehr schnell irgendwie als Steuerparadies falsch abgestempelt werden und dann, dass da oft gar nicht drauf geschaut wird, was eigentlich im Hintergrund dann passiert. Werde ich mir mal anschauen, jetzt wo ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, ob ich vielleicht mir das mal dort anschaue, welche Möglichkeiten sich dort bieten. Ein wirklich guter Freund von mir in Singapur zum Beispiel hat ein ziemlich interessantes System jetzt für eine Regierung in der Karibik entwickelt und das ist wirklich ein Cash-System, das für eine Regierung funktioniert und er hat mich da gefragt, ob ich Advisor sein will. Das ist für mich jetzt aber nicht so spannend, aber trotzdem ganz interessant, was da oft für Sachen sind und gerade in den letzten Jahren war ich halt einfach so in einem Projekt drinnen, dass ich oft nicht die Zeit hatte, andere Sachen anzuschauen und das war ja jetzt auch gerade für mich ziemlich interessant, diese Sachen zu sehen und da sind Regierungen ganz offen und ich glaube, dass da ein wirklich guter Grundstein gelegt ist. Also, nur weil jetzt einmal in der Presse irgendwie drinnen steht, es ist nicht so gut, vielleicht nicht immer alles gleich mit einem Herzschlag irgendwie